willkommen zu meinem kleinen Restaurierungsprojekt eines Louis-Philippe-Schrankes. Der Vorzustand von dem Schrank war gar nicht so schlecht. Es fehlten Furnierstellen, gerade die untere Partie war mitgenommen. Ich habe zuerst die Innenflächen gereinigt mit Spiritus und Stahlwolle. Da entsteht ein schöner seidiger Glanz des Kiefernholzes. Dazu hatte ich die Füllung aus den Türrahmen genommen, damit ich an alle Stellen wirklich auch gut rankomme. Und es sammelt sich auch immer eine Menge Schmutz hinter den Profilleisten. Hier reinige ich die Shellac-Oberfläche mit einem Gemisch aus Balsamterpentin und Leinöl. Hier waren noch ein paar Kirschner im Furnier, die mussten geleimt werden. Danach konnte es dann erst weitergehen. Auch der Schrankkasten oben, der wurde abgemacht, und die Schrankböden, die sind immer sehr verschmutzt über die vielen Jahrzehnte. Und ihr seht, mit dem Spiritus kriegt man den groben Dreck wirklich gut runter. Hier fehlte am Kranz eine kleine Profilleiste, die wurde ergänzt. Hier habe ich mir das angerissen, ist auch so schräg angehobelt und dann wieder geleimt. Hier werden dann die restlichen Anpassarbeiten des Profils gemacht. Mit dem Doppelhobel und mit dem Simshobel wird das Profil passend gehobelt. So sah es dann nachher aus, als die Fläche wieder poliert wurde. Hier seht ihr die kleinen Fehlstellen, vor allen Dingen im Sockelbereich von dem Schrank. Die Füße waren stark betroffen und die Oberfläche war auch ziemlich angegangen. Ich habe die Fehlstellen nachgearbeitet, geleimt. Die Abbruchstellen des Furniers wurden so nachgearbeitet, wie sie waren. Es wurde also kein gerader Schnitt gemacht oder ganze Furnierteile ersetzt. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber auch ehrlicher. Es ist meditierende Arbeit, aber das Ergebnis ist nachher sehr befriedigend. Hier werden die überstehenden Reste plan gearbeitet. Ja, und da ich halt neues Furnier genommen habe zum Ergänzen, musste ich es zumindest erstmal den ursprünglichen Farbton einfärben. Der Schrank hatte an einer Seite ein paar Druckstellen, da ist etwas lang gefallen oder eingedrückt. Das habe ich mit dem Bügeleisen und einem feuchten Tuch wieder aufdämpfen können. Dann noch etwas beigeschliffen und dann diese Stellen wieder mit Shellac und Bimsmehl gut gefüllt und poliert, sodass ich dann am Abschluss dieses Vorgangs die ganzen Flächen auch polieren konnte. Zum Polieren nehme ich hier eine Shellac-Politur mit Sandarak-Anteilen. Also erst werden die kleinen Schadstellen bearbeitet und zum Schluss die ganze Schrankseite. Das ist der ergänzte Fuß mit dem Furnier. Hier werden noch die vorderen Profilklötzer angepasst. Und so sah dann der Schrank nachher aus. Also man sieht es farblich noch, stößt das Furnier ein bisschen heraus, aber es ist wieder eine ganze Fläche. Der Schrank wurde dann noch komplett gereinigt und überpoliert. Die Politur war ja noch super vorhanden, sodass es also wirklich einer Reinigung bedurfte und eines Überpolierens. Und so hat man einen Schrank, der wieder für die nächsten 100, 200 Jahre durchaus seine Dienste tun kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare.